Hallo meine Lieben und willkommen zum letzten Video vor Weihnachten von mir. Ich mache es mir natürlich heute mal wieder ganz gemütlich und mache mir erstmal einen Kaffee. Ihr könnt euch auch gerne einen Kaffee machen und euch gemütlich aufs Sofa setzen und euch einfach so ein bisschen inspirieren lassen. Ich möchte heute ein richtig schön warmes, goldenes und einladendes Gemälde malen. Es hat auf jeden Fall leichte Weihnachts-Vibes, also ja, seid gespannt und ganz viel Spaß beim Video. Ihr seht ja anhand meiner Farbpalette hier schon, dass das Bild so richtig schön warm werden wird. Ich habe euch natürlich wie immer alle Farben in die Infobox reingeschrieben. Schaut übrigens auch mal sehr gerne in meinen Shop. Ich habe momentan einen kleinen Weihnachtssale, also da gibt es nochmal ein bisschen mehr Rabatt als sonst. Meinen Etsy-Shop habe ich natürlich auch in der Videobox verlinkt. Ihr könnt mir übrigens jetzt auch auf Instagram folgen. Ich blende euch mal ganz kurz ein, wie ich da heiße, beziehungsweise mein Ad-Zeichen. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr mich da auch joinen möchtet. Mit in der Farbpalette sind heute unter anderem ein Neapelgelb hell und auch ein Payne's Grey, was irgendwie so eine Art neue Lieblingsfarbe geworden ist von mir, genauso wie dieser Lavendelfarbton. Und in Verbindung mit diesen warmen Beige-Tönen ergibt es halt so einen richtig schönen Glow, finde ich, auf dem Bild. Also ja, die kann man einfach sehr schön miteinander kombinieren. Ich habe hier auch noch so einen schönen Bronzefarbton mit eingebunden. Und ja, da bin ich schon auf den Effekt total gespannt. Das ist ja so leicht metallisch schimmernd und ich glaube, das sieht richtig schön aus. Ich hatte mir mit Acrylmarkern hier schon mal ein bisschen was vorgezeichnet, weil ich es bei solchen großen Bildern einfach immer leichter finde, wenn ich vorher schon weiß, wo ungefähr der Horizont sein soll etc. Das wird ja eher so ein komplett abstraktes Landschaftsgemälde und da brauche ich ein bisschen Orientierung vorher. Und ich empfehle euch auf jeden Fall auch immer vorzuzeichnen. Angefangen habe ich wie immer mit den dunklen Farbtönen. In diesem Fall ist das wieder ein gebranntes Umbra und ein Payne's Grey. Ich finde, die verbinden sich sehr schön miteinander und auch gerade dieses gebrannte Umbra hier, finde ich, hat so eine richtig schöne Leuchtkraft. Also auch wenn man das so ein bisschen verteilt, dann entsteht da so ein, ja, wie so eine Lasur. Und ich finde einfach diesen Effekt total schön. Das ist so ein richtig schönes, sattes Braun. Wenn ich mit den dunklen Farben fertig bin, dann arbeite ich meistens den gelben Ocker ein, weil ich finde, dass es so ein sehr schöner Farbverlauf ist. Ich mische aber auch andere helle Farbtöne mit ein. Ihr könnt ja hier so ein bisschen sehen, wie ich direkt auf der Farbpalette, die ja eigentlich nur aus so einem Kartonstück besteht, die Sachen direkt mische. Hier habe ich auch zum Beispiel so ein helles Pfirsichrosa. Auf der Farbpalette sind zwar sehr viele warme, aber auch so 2 etwas kühlere Farbtöne und ich finde das immer ganz schön, wenn man die einfach direkt ineinander einarbeitet. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Dunst oder so, also gerade dieser Lavendelfarbton. Deswegen male ich damit auch sehr gerne.
Das Bild ist jetzt noch nicht ganz bemalt. Mir fehlt ja oben noch ein bisschen was ja der Himmel dann sein wird. Aber da die Acrylfarben natürlich auch langsam anfangen einzutrocknen, muss ich jetzt mal mit meinem Malmesser ran und da ziehe ich einfach die Farben so ein bisschen ineinander. Das ergibt immer eine sehr, sehr schöne Struktur und man kann einfach, ja, die Farben auch nochmal so ein bisschen glätten und da so Effekte reinbringen. Das ist auf jeden Fall richtig entspannend, damit zu malen. Also macht es doch einfach auch mal, dass ihr einfach nass in nass arbeitet und dann mit dem Malmesser nochmal reingeht. Oft teile ich das auch auf, dass ich zum Beispiel erst den unteren Teil des Bildes male bei solchen großen Bildern, weil es ja dann doch irgendwann auch eintrocknet und ich ungerne mit Wasser vermische. Und am Ende male ich dann einfach separat den oberen Teil nochmal und gehe dann genauso nochmal mit dem Malmesser rein. Mit dem unteren Teil bin ich jetzt soweit erstmal fertig und ich mache dann auch gleich weiter mit dem Himmel. Und hier hatte ich mir einfach direkt ein bisschen Acrylfarbe auf die Leinwand aufgetragen und mische die jetzt direkt rein. Und das mache ich einfach gerade komplett mit dem Malmesser. Also ich pinsel da jetzt gar nicht, sondern ich spachtel das da jetzt einfach so drauf. Mal gucken, wie es wird.
Ich denke mir immer, wenn ich schon mal das Bild hier so flach auf dem Bügelbrett liegen habe und ja die Seiten auch bemalen kann, dann mache ich das natürlich gleich möglichst in einem Zug. Dann habe ich nämlich später weniger Arbeit. Ich finde es nämlich immer sehr wichtig, dass das Bild einmal komplett rundherum geht um die Leinwand. Deswegen mache ich das einfach immer gleich, sobald das möglich ist. Es ist wieder Zeit für das goldene Blattmetall. Das ist natürlich so das Herzstück von diesem Gemälde. Dafür trage ich als erstes meine Anlegemilch mit dem Pinsel auf. Ich versuche da einfach so mit leichter Hand drüber zu gehen. Ich halte den Pinsel wirklich nur so ganz locker, damit es später einfach auch aussieht wie so ein Funkeln auf der Meeresoberfläche oder so. Also richtig schön wird das bestimmt am Ende. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Ich möchte natürlich nicht, dass das Gold am Ende immer nur an einer Stelle ist oder in regelmäßigen Abständen auftaucht oder so, weil dann wäre das Bild auch nicht harmonisch. Deswegen habe ich einen Fokuspunkt, wo so ein bisschen mehr Gold ist und dann läuft es so ein bisschen zu den Seiten nach links und rechts aus. Und was mir auch immer sehr wichtig ist, ist, dass der Fokuspunkt nicht genau in der Mitte ist. Also es sollte so ein bisschen versetzt sein. Denkt immer an den goldenen Schnitt, falls ihr davon schon mal was gehört habt. Das ist auf jeden Fall für mich sehr hilfreich gewesen und deswegen achte ich da eigentlich bei jedem Bild drauf. Ja, in den Wolken möchte ich auch noch ein bisschen Funkeln haben und guckt mal, wie schön dieses Bronze hier geworden ist, dieser metallische Bronzeton, der ist richtig schön. Also ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. Das Bild muss jetzt einmal komplett durchtrocknen. In excelsis Deo. Die Anlegemilch sollte 20 bis 25 Minuten antrocknen. Ich gucke meistens nach 20 Minuten schon, ob das die richtige Klebekraft hat. Es darf auf jeden Fall nicht mehr zu nass sein und dann haftet auch das Blattmetall richtig schön da drauf. Mary, Joseph, lend your aid. Sing with us our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mit diesem Rundpinsel kann ich immer sehr gut die überschüssigen Partikel ablösen und auch gleichzeitig in manche Stellen einarbeiten, wo ich nur so ein bisschen Gold haben möchte, also wirklich nur so einen ganz leichten Hauch, weil das geht immer sehr schwierig mit diesem Blattmetall. Also wenn ich da diese Blätter habe, dann ergibt das ja schon von sich aus immer eine Form, wenn das irgendwie verständlich ist. Ja, und diese kleinen Krümel, die eignen sich ganz gut dafür, um einfach so leichte Akzente nochmal zu setzen. Und genau das möchte ich nämlich auch in den Wolken oben haben. Nur so einen ganz leichten Hauch Gold.
Natürlich sauge ich am Ende auch wieder alles Überschüssige mit dem Staubsauger weg. Das ist einfach für mich ein Ritual geworden und ja, ich mag das, wenn danach alles schön clean ist und so. Also keine Ahnung, ich habe da so einen Tick. Ich muss alles ordentlich haben. Am Ende möchte ich auch wieder einen Firnis auftragen. Ich gebe davon ein bisschen in diese Mischschälchen und mache mir ein ganz kleines bisschen Wasser dazu, damit es sich leichter verteilen lässt. Wichtig ist auf jeden Fall immer, dass es ein wasserverdünnbarer Firnis ist. Also man kann nicht einfach irgendeinen beliebigen nehmen. Dann gut verrühren natürlich und zeitig auftragen, damit er nicht eintrocknet. Und ich habe festgestellt, dass genau dieser Acrylfirnis einfach richtig gut geeignet ist, auch für Blattmetall. Und dass es dadurch nicht grünlich wird oder so, weil ich hatte in der Vergangenheit schon mal die Erfahrung gemacht, dass der Acrylfirnis dem Blattmetall so einen grünlichen Look verliehen hat, was natürlich richtig hässlich aussah. Und das passiert mit dem zum Glück nicht. Das ist einfach so ein leichtes Satin-Finish und ich finde den einfach super. Jetzt möchte ich euch natürlich gerne das Endergebnis vorstellen. Schaut mal, wie schön das funkelt. Es ist einfach so schön. Ich liebe dieses Blattmetall und ich finde, gerade jetzt zu Weihnachten irgendwie passt es total gut von der Thematik her. Ja, das Bild heißt Reverie in Gold, also eine Träumerei in Gold. Ja, und ich liebe einfach diesen Anblick von dem Gold zusammen mit Beige. Das ist für mich so total beruhigend, aber auch gleichzeitig wärmend und ja, so ein bisschen wie wenn man am Kaminfeuer sitzt und dann so in den Sonnenuntergang schaut auf einem See oder so. Ach, keine Ahnung, ich habe da ganz tolle Assoziationen mit. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und eine tolle Zeit mit euren Liebsten und sage erstmal wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.